An welchen Gott haben die Türken eigentlich geglaubt, bevor sie den Islam angenommen haben? Im sogenannten Ilk Bitik, dem Buch der Omen, das im 9. Jahrhundert geschrieben wurde, taucht ein bestimmter Name mehrmals im Text auf: Tengri. Dieses Wesen wird an einer bestimmten Stelle im Buch als Gott der Türken bezeichnet. Zu ihm haben die Türken und andere Steppenvölker wie die Mongolen und Hunnen gebetet, bevor sie zu einer anderen Religion konvertierten. Die ursprüngliche Religion aller Turkvölker, das heißt der anatolischen Türken, Kasachen, Tataren, Uiguren und ihrer kulturellen Vorfahren, war also der Tengrismus, ein religiöses System, das sich um seinen Namensgeber drehte. Tengri ist der allmächtige Herrscher des ewigen blauen Himmels, ein Wesen, das im Gegensatz zu den Göttern anderer Religionen nicht personifiziert wurde. Dieses Wesen nahm in der Kosmologie des Tengrismus eine ähnliche Rolle ein, wie beispielsweise die Gottheit An bei den Sumerern, Echnaton bei den Ägyptern oder Zeus bei den Griechen. Aber während Zeus nur einer von vielen Göttern war, der als menschenähnliche Figur dargestellt wurde, haben An, Echnaton oder Tengri keine Persönlichkeitsmerkmale. Zusammengefasst ist Tengri omnipotent, denn Tengri sieht und hört alles. Allerdings ist Tengri nicht ausdrücklich ein strafender Gott. Wenn jemand ein moralisches, gutes Leben geführt hat, wird er im Jenseits sicher gut behandelt werden. Jemand, der sich ständig daneben benommen hatte und ein asoziales Leben führte, muss die Konsequenzen tragen und die vielen Stufen der Unterwelt durchlaufen, bis er sich vor seinem gottähnlichen Wesen verantworten muss, ehrlich. Dies ist der erste Aspekt, der den Tengrismus so einzigartig macht. Trotz seiner scheinbar monotheistischen Ausrichtung gibt es viele andere göttliche Wesen wie Erlik oder Umay, die Beschützerin aller ungeborenen Kinder, die mit Mutter Erde gleichgesetzt wird. Menschen, deren Seelen beim Tod nicht zur Ruhe gekommen sind, werden wiedergeboren und erhalten eine zweite Chance, ein anständiges Leben zu führen. Die Seelen aller anderen Menschen werden teilweise in Dinge der Natur übertragen. Bäume, Berge, Flüsse und Seen werden von den sogenannten Erdwassergeistern, den Yersu, bewohnt, die für ein Gleichgewicht zwischen Natur und Mensch sorgen und über die Menschen wachen sollen. Der Tengrismus war lange vor Christi Geburt die vorherrschende Religion in den zentralasiatischen Steppen und gelangte dank der europäischen Hunnen, Awaren, Göktürken, Magyaren und Bulgaren bis nach Europa. Nach und nach nahmen die Bulgaren das Christentum an, die Hunnen wurden in Mittel- und Osteuropa vollständig assimiliert und verschwanden praktisch aus den Geschichtsbüchern. Und andere Tengristen wie die Türken nahmen langsam liberale Formen des sunnitischen Islam an. Obwohl fast alle Turkvölker heute anderen Glaubensrichtungen angehören und die Mongolen offiziell einer bestimmten Variante des Buddhismus die Treue geschworen haben, sind Elemente des Tengrismus weiterhin in diesen Gesellschaften zu erkennen. So werden viele Bräuche des Tengrismus in den turksprachigen Ländern von der Türkei bis Kasachstan, bei den Jakuten in Sibirien sowie bei den Tataren auf der Krim immer noch praktiziert. Bestimmte Verhaltensregeln nach der Geburt eines Kindes und vor der Beerdigung eines Familienmitglieds, das Ausschmücken von Wunschbäumen, heilige Zahlen wie 7 und 40 und die Schamanentrommel. Der Schamane, dessen Bezeichnung im Alttürkischen eigentlich Kam lautet, spielte im Tengrismus keine zentrale Rolle. Dies muss betont werden, denn die alten Türken waren keine Schamanisten, wie es in manchen alten Geschichtsbüchern gerne behauptet wird, obwohl der Schamane wichtige zeremonielle und beratende Aufgaben wahrnahm. So beherrschte er die Kräuterkunde und fungierte als Heiler von Kranken. Er musste auch zeremonielle Rituale durchführen, um mit Tengri und den anderen Gottheiten in Kontakt zu treten und somit zwischen dem Herrscher und dem Himmel zu kommunizieren. Generell herrscht im Tengrismus ein harmonisches Gleichgewicht der Kräfte. Idealerweise sollten die Menschen in Harmonie mit der Natur leben. Sie sollten nicht mehr essen und trinken als nötig. Sie sollten anderen Völkern keine Zerstörung zufügen und andere Menschen oder die Natur nicht zu ihrem eigenen Vorteil ausbeuten. Damit verbunden ist auch die Akzeptanz anderer Religionen. Der Tengrismus war synkretistisch. Seine Anhänger akzeptierten Aspekte anderer Religionen und nahmen sie sogar in ihren Glauben auf, ähnlich wie die Römer, Ägypter oder Sumerer.
Der polytheistische Charakter des Glaubens zeigt sich in der Vielzahl von Gottheiten oder gottähnlichen Wesen, die fest in der türkischen Mythologie verankert sind, wie etwa Kaira, der die Seele von Tengri trägt und über das Universum wacht. Dessen Sohn Alas ist der Gott des Feuers, der die Seelen der Menschen nach ihrem Aufenthalt in der Unterwelt läutern kann. Kuyash, ein weiterer Sohn von Tengri, ist der Herrscher über die Sonne. Jeden Morgen beteten die Menschen zu Kuyash, dass die Sonne aufgehen und die Erde mit ihrem warmen Licht erfüllen möge. Ülgen fungierte als Tengris Stellvertreter, stand für das Gute, das Wohlergehen und den Überfluss an Nahrung und Wasser. Er ist ein Gegenspieler von Erlik. In einem epischen Kampf konnte Ülgen Erlik besiegen und übernahm von da an die Rolle des Beschützers der Menschen auf der Erde. Isid war wie Umay Fruchtbarkeitsgöttin und für die Eintragung aller Neugeborenen in das Goldene Buch des Schicksals verantwortlich, während Ay-Ata, der Mondgott, zusammen mit Gün-Anna, der Sonnengöttin, in der 6. Etage des Himmels wohnte. Werte wie Mut, Bescheidenheit und Gerechtigkeit wurden von den Türken ebenso hoch geschätzt wie von den Mongolen und Hunnen. Und zumindest bei den Türken galt die Gleichstellung von Frau und Mann als gegebener als in den benachbarten sesshaften Gesellschaften. Auch wenn die meisten Herrscher der tengristischen Staaten männlich waren, übernahmen Frauen nicht nur die Rolle von Diplomaten, sondern auch die von Generälen und Gouverneuren. In den meisten Fällen bestand ihre Aufgabe darin, die soziale Ordnung aufrechtzuerhalten und den Zusammenhalt innerhalb der Gesellschaft zu stärken. Die chinesischen Kundschafter und Gelehrten, die viel über die alten Türken niedergeschrieben haben, fanden solche emanzipatorischen Eigenschaften ungewöhnlich und sogar lächerlich. Während der ersten Kontakte machten sie sich über die Türken lustig, weil sie den Frauen in der türkischen Gesellschaft einen höheren Stellenwert einräumten. Allerdings waren sie auch über die weit verbreitete Ehrlichkeit des einfachen Volkes erstaunt, woraus sie zum Teil auf die Naivität und Gutmütigkeit bestimmter Herrscher der Göktürken schlossen. Der wichtigste Grundsatz des Tengrismus ist jedoch, aus Fehlern zu lernen, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und eine bessere Zukunft für sich und seine Familie zu schaffen. So ist alles, was existiert, Teil eines ewigen Lebenszyklus. Aus diesem Grund sind Bäume, wie der Lebensbaum, in der türkischen Mythologie auch heute noch heilige Wesen, ebenso wie heilige Tiere wie der Wolf, der Falke oder das Pferd. Während die Bedeutung des Wolfes auf den Gründungsmythos der Dynastie der Göktürken zurückgeht, deshalb ist das Wolfszeichen heute sehr beliebt, um an die Ursprünge des ersten türkischen Reiches der Göktürken zu erinnern. Sind der Falke sowie der Adler und andere Vogelarten vielerorts als Symbole türkischer Dynastien und Familien zu finden. Falken wurden natürlich auch für die Informationsübermittlung innerhalb der türkischen Staaten verwendet, eine Praxis, die auch in anderen Gesellschaften weit verbreitet war. Das Pferd spielte jedoch die wichtigste Rolle in den tengristischen Gesellschaften. Das Pferd war das Transportmittel der Steppenvölker, mehr noch als in sesshaften Ländern. Jeder Junge und jedes Mädchen mussten lernen, wie man ein Pferd reitet und später, wie man es zur Jagd und sogar im Kampf einsetzt. Aus diesem Grund waren die Steppenvölker von den Hunnen bis zu den Türken und Mongolen in der Schlacht so erfolgreich. Das Pferd ermöglichte es, bei militärischen Operationen flexibel zu bleiben. Aber es ermöglichte auch Hit-and-Run-Taktiken, die von den Mongolen besonders häufig für Überfälle angewandt wurden. Der Mensch ist genauso ein Teil dieser Welt wie Pflanzen oder Tiere. Aber im Gegensatz zu ihnen kann er seine Umwelt absichtlich schädigen. Deshalb muss der Mensch bestimmte Regeln einhalten, um das Gleichgewicht der Kräfte zu erhalten. Jemand, der nach dem Tod in die Unterwelt gehen muss, ist dort übrigens nicht für immer gefangen. Stattdessen dürfen die Seelen nach Verbüßung ihrer Strafe in das Jenseits aufsteigen und sich im 3. Stock des Jenseits niederlassen. Das Jenseits und die Unterwelt haben jeweils 7 Stockwerke. Tengri wohnt in der höchsten Etage des Himmels und Erlik in der letzten Etage der Unterwelt. Damit verbunden ist die Vorstellung vom Lebensbaum, der Axis Mundi, der türkischen Mythologie, welcher Himmel und Hölle mit der Erde verbindet und den Auf- und Abstieg zwischen diesen Welten ermöglicht.
Die Türken teilten somit in ihrer Kosmologie ein Konzept mit den skandinavischen Ländern Europas. Außerdem weist Tengri auffällige Ähnlichkeiten mit dem sumerischen Gott Dingir sowie mit Dyeus, dem Himmelsgott der indoeuropäischen Mythologie auf. Im Laufe der Jahrhunderte wurde diese polytheistische Religion jedoch immer spezifischer. Zur Zeit des Mongolenreichs von Dschingis Khan war Tengri nicht nur der höchste, sondern die einzige wirkliche Instanz, die über das Schicksal aller Menschen entschied. Nicht umsonst begann Dschingis Khan seine Ansprachen an die Soldaten vor einer Schlacht mit den legendären Worten: „Wir haben uns hier versammelt unter dem ewigen blauen Himmel, Tengri, dem Schöpfer unseres Volkes, dem allmächtigen Gesetzgeber." Im Briefwechsel mit europäischen Staatsoberhäuptern und sogar mit dem Papst begannen die Herrscher des Mongolenreichs ihre Texte stets mit diesem berühmten Satz, der als Glaubensbekenntnis interpretiert werden könnte. Auf jeden Fall ist der Tengrismus nicht dogmatisch. Jemand, der Tengri ständig hochlobt, aber ein unsoziales Leben führt, muss ehrlich nach dem Tod einen Besuch abstatten. Aber ein anderer, der nicht zu Tengri gebetet oder auch nur an ihn gedacht hätte, jemand, der vielleicht Anhänger anderer Religionen war, aber ein gutes Leben führte, würde von Tengri belohnt werden. Die Einzelheiten der sozialen Ordnung, Rechte und Verbote innerhalb einer Nation müssen von den Menschen untereinander ausgearbeitet werden. Der Tengrismus gibt lediglich den Rahmen für das Zusammenleben vor. Auch wenn die türkische, mongolische und hunnische Geschichte von Kriegen und Leid begleitet war, hat die Verbindung zu Mutter Erde nie wirklich nachgelassen. Selbst wenn zwei Menschen einander unausstehlich waren und sich bis aufs Blut bekämpfen wollten, mussten sie das Gleichgewicht der sie umgebenden Natur und Tiere respektieren. Die Ausbeutung der Erde musste sich immer auf das Nötigste beschränken. Die Jagd auf wilde Tiere durfte nur so lange stattfinden, bis die ganze Familie satt war. Nicht der Appetit und die Lust am Vergnügen standen bei den Tengristen im Vordergrund, sondern die Notwendigkeit zu überleben. Nicht mehr und nicht weniger. In diesem Sinne ist der Tengrismus weniger eine Religion als vielmehr eine Lebensphilosophie. Eine Philosophie mit Normen und Regeln, die in unserer heutigen Welt durchaus noch zeitgemäß sind. Ein Gleichgewicht zwischen Menschen und Natur, ein Gleichgewicht innerhalb der Gesellschaft sowie die Tatsache, dass der Mensch sozusagen Teil eines Lebensstroms ist, der ewig fließt und alles Lebendige miteinander verbindet. Der Tengrismus verfügt zwar über viele Elemente, die man als fantastisch bezeichnen könnte, aber er fasst Motive und Glaubensvorstellungen aus aller Welt tiefgreifend zusammen. Es gibt kein heiliges Buch für diese sogenannte Religion. Jeder muss für sich selbst herausfinden, wie er sein Leben ordnen will. Aber in Zeiten der Verzweiflung oder gar der Agonie kann Tengri sehr wohl ein Orientierungspunkt sein, der den Menschen den Weg zu einem besseren Leben weist. Andererseits kann man beim Verfassen dieser Sätze nicht anders als Tengri tatsächlich zu personifizieren. Vielleicht, weil wir Menschen uns, wie in fast allen Religionen auch, sicherer fühlen mit der Idee im Kopf, dass irgendwo im Himmel ein allmächtiges Wesen über uns wacht und beschützt. Dies war eine kurze Zusammenfassung des Tengrismus, der alten Religion oder vielmehr Philosophie aller Völker in der Eurasischen Steppe. Da sich dieser Kanal eigentlich auf die alte türkische Geschichte spezialisiert hat, wurden alle Punkte aus der alttürkischen Perspektive erzählt, aus der Sicht der Göktürken beispielsweise. Es gibt jedoch nur geringfügige Unterschiede zwischen der türkischen und der mongolischen Variante des Tengrismus, hauptsächlich den Namen bestimmter Gottheiten. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mehr über den Tengrismus oder alte türkische Geschichte erfahren möchtet, schreibt euer Feedback in der Kommentarspalte nieder und abonniert diesen Kanal. Danke und bis bald. Tengrim koldaсын, yer anamımay korgasın, yer jarılıp şöp bolsun, yeli jarılıp süt bolsun, her bağım jar bolsun, kevdesi dolu ar bolsun. Amin.